Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist David und zusammen bin ich mit meiner Freundin Fabienne und unseren 3 Hunden die kommende Woche hier am Loch Ness Kap in Frankreich. Hatten eine ganz entspannte Anreise. Wird jetzt mal alles quasi aus dem Bus ausgeräumt, Spots gesucht und dann hoffen wir, den ein oder anderen schönen Fisch euch in die Kamera halten zu können und sehen uns dann später. Viel Spaß beim Anschauen. Loch Ness Kap ist ein wirklich anspruchsvolles, sehr gepflegtes Big Fish Gewässer in der Nähe von Le Mans. Auf ca. 15 Hektar Wasserfläche findet ihr hier ca. 650 Karpfen bis 29 Kilo. Laut Fred, dem wirklich sehr sympathischen Besitzer hier von Loch Ness Kap, bringen ca. 20% des kompletten Bestandes über 20 Kilo auf die Waage, was Loch Ness Kap wirklich zu einem absoluten Ausnahmegewässer macht. Insgesamt haben wir hier 6 Angelplätze am See, 3 klassische Bivi-Stellen sowie 3 Plätze mit Safari-Zelten. Doch dazu später mehr. Gerade hier an so einem herausfordernden Big Fish Gewässer wie Loch Ness, wo die Fische wirklich extrem sensibel auf Schnurdruck reagieren und sehr vorsichtig beißen, das ganze Jahr viel natürliche Nahrung durch das Kraut haben, in Form von Schnecken, Blutwürmern und Krebsen, habe ich mich ganz bewusst dazu entschieden, den Schnurdruck hier auf Stelle 2 komplett rauszunehmen. Meine Schnüre laufen komplett oberhalb des Wassers zu einem Bankstick, die ich unmittelbar vor den Hindernissen platziert habe. Dort klipse ich die Schnur einmal ein, habe maximal 3 bis 5 Meter Schnur im Wasser und kann ganz gezielt direkt in den Hindernissen angeln. Genau hier vermute ich die Fische, denn hier können sie in Ruhe und mit Sicherheit fressen und die Aufnahmen mit der Unterwasserkamera haben genau dies bestätigt. Jetzt heißt es ruhig bleiben, Vertrauen aufbauen und hoffen, dass genau diese Taktik den Unterschied hier am Loch Ness macht. Guten Morgen! Die erste Nacht ist vorbei. Richtig gut geschlafen, leider keine Fischaktivität, aber wir haben ja auf jeden Fall noch ein paar Tage. Die Sonne kommt gerade rum, jetzt gibt es erstmal einen guten Kaffee, gutes Frühstück und dann geht es gestärkt in den Tag. Der Tag verlief ruhig, was aber nicht gerade ungewöhnlich ist. Gerade nach dem stressigen Ankunftstag brauchen die Fische absolut wieder Ruhe und Vertrauen, um in ihren gewohnten Bereich wieder zurückzukehren. Mein Vertrauen in meine Spots war trotzdem absolut riesig und es fühlte sich einfach richtig an, meine Spotwahl. So ging es für mich in die zweite Nacht. So, Montagmorgen, die zweite Nacht ist vorbei und gerade zum Sonnenaufgang kam dieser tolle Spiegler vorbei. Richtig guter Kämpfer, hat mich schön mit dem Boot bis oben Richtung Dorschland gezogen. Der geht jetzt wieder zurück, die Tasse Kaffee wartet und vielleicht kommt heute noch ein schöner vorbei. Nach dem tollen Start von heute Morgen mit dem schönen Spiegler hatte ich gerade noch mal die Zeit genutzt und bin zu meiner Rechten in die Bucht noch mal reingefahren, gerade mit dem Futterboot. Noch 1, 2 ganz interessante Bereiche gefunden. Die Bereiche, die im Sommer, wenn das Wasser wärmer ist, quasi, wo sich das Kraut bildet. Gerade auf dem Echolot noch so leichte Reste von dem Sommerkraut gefunden. Dort werde ich jetzt auf jeden Fall mal mit dem normalen Boot hinfahren, noch mal gerade mit der Unterwasserkamera alles checken, den Bankstick dahinter platzieren und dann quasi auch die Schnur wieder komplett übers Wasser spannen, um halt so wenig Schnurdruck wie möglich hier aufzubauen. Auch gerade zum Thema Futter habe ich mich dazu entschieden, gerade weil die Plässhühner wirklich sehr, sehr aktiv sind und an allen Spots am Tauchen sind, sehr, sehr dunkle Bodies einzusetzen, die gerade auch ein Stück weit unauffällig sind und die auch dann erst gegen Ende des Abends oder quasi Richtung Dämmerung zu füttern, sodass die Blässhühner erst gar nicht die Möglichkeit haben, die zu finden oder
um sie erst gar nicht neugierig zu machen, wenn wir hier am Füttern sind. Die Nacht und der folgende Morgen verliefen weiterhin ruhig. Und genau deshalb machte ich mir Gedanken und musste die Taktik ein wenig umstellen. Nur eine kleine Umstellung, aber manchmal sind es genau diese Details, die den Unterschied machen. Und nach dieser Anpassung sollte es gar nicht allzu lange dauern, bis die erste Aktion kam. Ja, Dienstagmittag, eher gesagt Nachmittag, gleich Sonnenuntergang. Heute kurz den Spot umgestellt, bin auf Fake Mais gegangen mit einem Dosenmaiskorn und keine 2 Stunden später kam das Schuppenbrett da raus, Halleluja. Hat gut gewischt, der geht jetzt wieder zurück. Vielleicht kommt noch einer, bevor es in die Nacht geht, aber mega happy mit dem Fisch. Wow. Den Herbst am Wasser merkt man direkt. Die Tage werden kürzer, es wird früher dunkel und auch die Nächte kühlen deutlich schneller ab. Und genau deshalb schätzt man einfach hier den Komfort am Loch Ness Carp mit diesen besonderen Safari-Zelten, die wirklich keine Wünsche übrig lassen. Sie sind komplett ausgestattet mit einem Doppelbett, 2 Einzelbetten in Form von einem Hochbett, einer kleinen Küchenzeile, einem Kühlschrank mit Gefrierfach und natürlich auch einem Stromanschluss hier direkt im Zelt. Dazu kommt ein Wasseranschluss, der direkt außerhalb des Zeltes liegt, sodass ihr nach eurem Essen direkt euer Geschirr spülen könnt. Und auch an alles andere ist hier gedacht. Die sanitären Anlagen sind top gepflegt, sauber, gut zu erreichen über die sauber angelegten Kieswege. Und gerade im Herbst macht das doch den Unterschied, wenn man so ein wenig Komfort am Wasser gerne haben möchte. So nutzten wir die Abendstunden, um ein gutes Stück Fleisch auf den Scotty Grill zu schmeißen und uns auf der überdachten Veranda gemütlich zu machen, in der Hoffnung auf einen dieser besonderen Karpfen hier am Loch Ness Carp. Die Stimmung war der absolute Wahnsinn. Der Supermond stand kurz bevor und irgendwie lag was in der Luft. Ihr kennt das wahrscheinlich. Da sitzt du da, schaust aufs Wasser und hast dieses Gefühl, genau heute Nacht klingelt es. Die Nacht selbst verlief zwar ruhig, aber am nächsten Morgen, kurz nach Sonnenaufgang in einem absoluten traumhaften Ambiente, meldete sich einer meiner Routen. Mittwochmorgen hier vom Loch Ness Carp aus Frankreich. Die Fische werden ein Stück weit größer. Der dritte für mich jetzt hier auf Stelle 2. Der geht jetzt wieder zurück und wir hoffen vielleicht, dass wir den ein oder anderen großen noch bekommen. Nach diesem tollen Spiegler war erstmal wieder Ruhe. Das Wetter änderte sich komplett. Der Regen kam, es war richtig ungemütlich und einmal mehr waren wir richtig froh um das Safari-Zelt hier auf Stelle 2 am Loch Ness Carp. Die Nacht verlief dann ohne weitere Aktion und irgendwie hatte ich einfach das Gefühl, ich muss hier noch etwas anpassen. Donnerstagmittag, die letzte Nacht, sehr ruhig gewesen, gut geschlafen, zu gut geschlafen leider. Leider kein Fisch vorbeigekommen, hatten sehr, sehr viel Regen, stürmische Nacht gehabt und ja, riecht eigentlich nach Fisch, die Wetterbedingungen, aber die Fische scheinen wirklich ein Stück weit das Maul verschlossen zu haben. Ich war gerade mit den Hundis eine Runde, bisschen ausgepowert, muss auch sein zwischendurch. Und in der Nähe von meinem rechten Spot, da liegt quasi noch ein toter Baum im Wasser, im Uferbereich, ja, relativ dicht dran gegangen, um mal zu schauen, ob vielleicht der ein oder andere Fisch drin steht. Und ja, 2, 3 Fische weggeschwommen. Man hat letztendlich noch gerade die Bewegung an der Oberfläche gesehen. Ist vielleicht 10, 15 Meter von meinem eigentlichen Spot im Freiwasser, ein Stück weit entfernt, aber ja, werde die Route jetzt direkt umlegen. Mir gerade ein relativ stabiles Rig gebaut. White Gape X Größe 4. 2x, wirklich stabiler Haken, werde die genau ins Totholz reinlegen und dann mit dem Umlenker
ja, quasi direkt davon fernhalten. Hat an dem anderen Spot am Busch auch sehr, sehr gut geklappt. Die Fische nicht geschlitzt, sauberes Maul. Also wirklich eine sehr, sehr gute Taktik, gerade wenn es darum geht, in den Hindernissen zu angeln, wo die Fische aktuell ja, leider drin stehen und nicht so aktiv zu sein scheinen. Ganz wichtig bei dieser Angelei, die Schnur geht komplett übers Wasser, ist komplett gespannt bis zum Bankstick. Die Schnur ist im Clip drin. Gut die Ruten immer festmachen, die Bisse sind wirklich brachial. Und ja, das Schöne ist jetzt, ich hole die Rute jetzt aus dem Clip, fahre zum Spot, am Bankstick einmal ausgehakt, neu abgelegt, in den Bankstick rein und wieder zurück und fertig. Natürlich bringen solche kleine Anpassungen auch wieder enorm Motivation zurück und die Hoffnung auf einen erfolgreichen Abschluss der Session war wieder riesig. Aber sind wir mal ehrlich, auch bis hierhin war es für uns eine mega Zeit am Loch Ness Carp. Nicht nur für mich als Angler gesprochen, sondern auch für meine Freundin und natürlich auch unsere Hunde. Und genau das macht dieses Gewässer auch so besonders. Es ist nicht nur das Angeln, es ist einfach dieses Komplettpaket. Die sanitären Anlagen direkt hinter Stelle 2 sind absolut top, super sauber gepflegt. Da bleibt wirklich nichts übrig. Dazu kommen sauber angelegte Wege und insgesamt ein richtig gepflegtes Anwesen. Man merkt sofort, Fred ist hier mit absolutem Herzblut dabei, was Loch Ness Carp zu einer absoluten Top-Adresse macht. Nummer 2 am Freitagmorgen, richtig starker Kämpfer im Sonnenaufgang. Der geht jetzt zurück. Wir haben noch ein paar Stündchen Zeit. Morgen geht's nach Hause. Und ja, vielleicht kommt noch der ein oder andere Schöne vorbei. Aber bin schon richtig happy, ja, mit den tollen Fischen hier am Loch Ness Carp. Was für ein Doppelschlag am Morgen. 2 Megafische direkt zum Start in meine letzten 24 Stunden hier am Loch Ness Carp. Und genau das ist so ein Moment, wo du wieder denkst, plötzlich scheint wieder alles möglich zu sein. Und am Abend sollte diese Session seinen krönenden Abschluss finden. Oh, krass. Krasser Fisch. Und das zum Abschluss hier am Loch Ness Carp. Halleluja. Doch das sollte es tatsächlich noch nicht gewesen sein. Am nächsten Morgen zeigte sich der Herbst nochmal von seiner schönsten Seite. Der Nebel stieg langsam auf. Einfach diese Momente, die unser Hobby so unbeschreiblich toll machen. Und genau in diesem Moment kam tatsächlich noch der Abschlussfisch, bevor es für uns zurückging. Der perfekte Abschluss einer richtig geilen Session hier am Loch Ness Carp. Paddel. Boah. Wahnsinn. Samstagmorgen, alles schon im Bus verstaut, nur noch die Routen drin. Ja,
Und dann nochmal so ein Abschlussfisch. Was eine Session hier am Loch Ness Carp. Absolut, absoluter Hammer. Oh, was ein Brett. Oh, der geht jetzt zurück, dann geht's nochmal unter die Dusche und dann geht's nach Hause. Was eine Session hier. Ja, frisch geduscht, die letzten Sachen im Bus verstaut. Für uns geht's jetzt zurück. Ganz, ganz tolle Zeit hier am Loch Ness Carp erlebt. Heute Morgen wirklich noch einen richtig, richtig tollen Einpackfisch mit knapp 20 Kilo auf die Matte bekommen. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen, konnten euch Loch Ness so ein bisschen näher bringen. Wenn noch irgendwelche Rückfragen sein sollten, dann lasst es uns bitte jederzeit wissen. Für uns geht's jetzt nach Hause und ja, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!